Vergesst für einen Moment das Bild des blutrünstigen Barbaren, des wilden Plünderers, der ohne Gesetz und Moral über die Meere segelt. Dieses Bild, gezeichnet von den verängstigten Mönchen, deren Klöster sie heimsuchten, ist nur eine Seite einer weitaus komplexeren Medaille. In Wahrheit war die Gesellschaft der Wikinger nicht von Anarchie, sondern von einer tiefen, fast obsessiven Achtung vor dem Gesetz, der Ehre und der öffentlichen Ordnung geprägt. Ihr Rechtssystem war vielleicht nicht in dicken Büchern niedergeschrieben, die in staubigen Bibliotheken lagen, aber es war lebendig. Es wurde im Gedächtnis der Menschen bewahrt, auf den großen Versammlungen rezitiert und mit der kollektiven Stimme des Volkes durchgesetzt. Um das Recht der Wikinger zu verstehen, muss man die Grundpfeiler ihrer Welt verstehen. Es war eine Welt, die nicht von einem allmächtigen König oder einem zentralisierten Staat regiert wurde, sondern von einem komplexen Netz aus Verpflichtungen, die auf 3 unerschütterlichen Säulen ruhten: der Ehre, der Familie und der Gemeinschaft. Die Geschichte des Wikingerrechts ist die Geschichte, wie eine Kriegergesellschaft versuchte, das unvermeidliche Chaos der Gewalt in geordnete Bahnen zu lenken. Die erste Säule, die Ehre, Ära. Das wichtigste Gut eines freien Mannes oder einer freien Frau im Zeitalter der Wikinger war nicht Gold oder Land, sondern seine oder ihre Ehre, Ära. Ehre war die Summe des eigenen Ansehens, der Ruf, der einem vorauseilte. Sie bestimmte den sozialen Status, die Vertrauenswürdigkeit und den Wert als Mensch. Ein Mann ohne Ehre war im Grunde ein Niemand, ein Geist unter den Lebenden. Diese Ehre war jedoch ein zerbrechliches Gut. Sie konnte durch eine Vielzahl von Handlungen verletzt werden, durch eine öffentliche Beleidigung, durch den Vorwurf der Feigheit, Niet, durch den Diebstahl von Eigentum oder durch Gewalt gegen ein Mitglied der eigenen Familie. Eine Verletzung der Ehre war keine Kleinigkeit, die man ignorieren konnte. Sie war ein Riss im sozialen Gefüge, der repariert werden musste. Das Nichtreagieren auf eine Beleidigung war ein Eingeständnis der eigenen Schwäche und führte zu einem sofortigen und katastrophalen Verlust des Ansehens. Aus diesem Grund waren die Wikinger extrem empfindlich gegenüber Kränkungen. Ein schiefes Wort auf einem Fest, eine spöttische Strophe, die ein Skalde vortrug, oder eine unfaire Anschuldigung konnten ausreichen, um eine tödliche Feindschaft zu entfachen. Die Wiederherstellung der Ehre war von größter Bedeutung und führte uns direkt zur nächsten Säule ihrer Gesellschaft. Die zweite Säule, die Familie und die Sippe, Ätt. Ein Wikinger war niemals nur ein Individuum. Er war Teil eines größeren Ganzen, seiner Sippe oder seines Clans, Ätte. Die Familie war die primäre Einheit von Sicherheit, Identität und Verantwortung. Die Bande des Blutes waren die stärksten und heiligsten Bande von allen. Diese Sippenbindung hatte tiefgreifende rechtliche Konsequenzen. Eine Beleidigung gegen eine einzelne Person war eine Beleidigung gegen ihre gesamte Familie. Wenn ein Mann getötet wurde, war es die Pflicht seiner Brüder, Väter, Cousins und Söhne, Rache zu üben oder eine angemessene Entschädigung zu fordern. Umgekehrt war die gesamte Sippe eines Täters für dessen Verbrechen haftbar. Wenn ein Mann eine Schuld nicht bezahlen konnte, musste seine Familie für ihn einspringen. Dieses System der kollektiven Verantwortung war der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhielt. Es sorgte dafür, dass die meisten Menschen sich an die Regeln hielten, denn die Konsequenzen ihrer Handlungen fielen nicht nur auf sie allein, sondern auf alle, die sie liebten. Aber es war auch der Motor für einen der blutigsten Aspekte der Wikingerkultur: die Blutrache. Die Blutrache, Fehde, das Recht der Axt. Wenn die Ehre verletzt oder ein Familienmitglied getötet wurde, war die erste und natürlichste Reaktion die Rache. Die Blutrache, Fehde, war ein anerkanntes, wenn auch gefürchtetes Recht. Die Pflicht, den Tod eines Verwandten zu rächen, war tief in der nordischen Mentalität verwurzelt. Ein Mann, der den Tod seines Bruders nicht rächte, galt als ehrlos und feige. Das Problem der Blutrache war jedoch, dass sie selten mit einer einzigen Tötung endete. Der Tod eines Mannes wurde durch den Tod eines anderen gerächt, was wiederum eine neue Rachepflicht auf der Gegenseite auslöste.
So konnten sich Fehden über Generationen hinziehen und ganze Regionen in einem endlosen Kreislauf der Gewalt gefangen halten. Ganze Familien wurden ausgelöscht, Höfe niedergebrannt und das soziale Gefüge zerstört. Die Wikinger waren pragmatisch. Sie erkannten, dass dieser endlose Kreislauf der Rache für die Gemeinschaft selbstzerstörerisch war. Sie brauchten ein Ventil, einen Weg, Konflikte beizulegen, ohne immer zur Axt greifen zu müssen. Sie brauchten eine Alternative zur reinen Gewalt. Diese Alternative war die dritte und wichtigste Säule ihres Rechtssystems: das Thing. Die dritte Säule: das Thing. Thing, die Stimme des Volkes. Das Thing war die gesetzgebende und richterliche Versammlung aller freien Männer einer bestimmten Region. Es war das pulsierende Herz der nordischen Demokratie und das wichtigste Instrument zur Aufrechterhaltung der Ordnung. Es gab verschiedene Ebenen des Things: kleine, lokale Versammlungen für alltägliche Angelegenheiten, Herredsting, und große, regionale Versammlungen, Lagting, die einmal im Jahr stattfanden und über die wichtigsten Fälle entschieden. Das berühmteste Beispiel ist das Althing in Island, das im Jahr 930 gegründet wurde und als das älteste noch existierende Parlament der Welt gilt. Ein Thing war kein Gerichtsgebäude aus Stein. Es war ein heiliger Ort unter freiem Himmel. Tingsted, oft ein Hügel, ein Feld oder eine Lichtung, die durch einen Kreis aus Steinen markiert war. Dieser Ort galt als geheiligt. Innerhalb dieses Kreises herrschte ein heiliger Friede, Grid. Jegliche Gewalttat auf dem Thingplatz wurde als abscheuliches Verbrechen und als Sakrileg gegen die Götter angesehen und mit der härtesten Strafe belegt. Wenn das Thing zusammentrat, verwandelte sich der Ort in ein geschäftiges Zentrum. Die Menschen reisten von weit her an, nicht nur um ihre Rechtsfälle zu verhandeln, sondern auch um Handel zu treiben, Ehen zu arrangieren, Neuigkeiten auszutauschen und politische Allianzen zu schmieden. Es war das wichtigste gesellschaftliche Ereignis des Jahres. Die Macht auf dem Thing war auf mehrere Schultern verteilt. Der Gesetzessprecher, Lögsögumadur, dies war vielleicht die wichtigste Person auf dem Thing. Der Gesetzessprecher war kein Richter, der Urteile fällte. Er war ein lebendes Gesetzbuch. Da die Gesetze nicht niedergeschrieben waren, war es seine Aufgabe, sie auswendig zu lernen und sie jedes Jahr auf der Versammlung zu rezitieren, damit niemand sie vergaß. Während eines Prozesses war es seine Aufgabe, die streitenden Parteien über die korrekten rechtlichen Verfahren zu belehren und zu erklären, was das Gesetz zu einem bestimmten Fall sagte. Die Häuptlinge, Jarls Godard. Die lokalen Mächtigen spielten eine entscheidende Rolle. Sie kamen mit ihrem bewaffneten Gefolge und ihre Unterstützung konnte einen Fall entscheiden. Ihre Macht lag nicht im Gesetz selbst, sondern in ihrer Fähigkeit, das Ergebnis durch ihre politische und militärische Stärke zu beeinflussen. Die freien Männer, Karls. Die letztendliche Entscheidung lag bei der Versammlung der freien Männer. Sie waren die Jury. Nachdem sie die Argumente beider Seiten gehört und die Erklärung des Gesetzessprechers vernommen hatten, fällten sie ihr Urteil. Dies geschah oft durch Akklamation, durch lautes Rufen oder, was noch eindrucksvoller war, durch das Schlagen ihrer Waffen auf die Schilde, um ihre Zustimmung zu signalisieren. Ein Konflikt entsteht. Der Fall von Einar Thorsen. Um zu verstehen, wie dieses System in der Praxis funktionierte, wollen wir einen typischen Fall betrachten, der vor das regionale Thing gebracht wurde. Einar Thorson war ein freier Bauer, ein Karl. Er besaß einen respektablen Hof, der seit Generationen im Besitz seiner Familie war. Er war kein großer Häuptling, aber er war ein ehrlicher und hart arbeitender Mann mit einem guten Ruf. Sein Nachbar war ein Mann namens Sven, ein ehrgeiziger und rücksichtsloser Krieger, der aufgrund seines unersättlichen Appetits auf Land und Reichtum den Spitznamen der Gefräßige trug. Svens Land grenzte an Einars bestes Heufeld, das von einem kleinen Bach bewässert wurde. Im Frühling dieses Jahres hatte Sven, ohne Einar zu fragen, einen Damm aus Steinen und Torf in den Bach gebaut, um mehr Wasser auf seine eigenen Felder zu leiten.
Die Folge war verheerend. Einars Heufeld wurde überflutet, die Ernte für das Jahr war ruiniert. Dies war nicht nur ein schwerer wirtschaftlicher Schlag, der seine Familie und sein Vieh bedrohte, es war eine öffentliche Demütigung. Sven hatte sich genommen, was ihm nicht zustand, und damit Einars Ehre in den Schmutz gezogen. Einar tat, was das Gesetz vorschrieb. Zuerst suchte er das Gespräch. Er ging mit 2 Zeugen zu Svens Hof und forderte ihn auf, den Damm zu entfernen und ihm eine Entschädigung für das verlorene Heu zu zahlen. Sven, der wusste, dass er mehr Krieger und eine mächtigere Sippe hinter sich hatte, lachte ihn nur aus. »Das Wasser fließt, wohin die Götter es wollen«, sagte er spöttisch. »Und wenn deine Felder zu schwach sind, um es zu halten, ist das nicht meine Sorge. Geh nach Hause und weine in den Rock deiner Frau, kleiner Bauer.« Die Beleidigung war nun öffentlich und unerträglich. Einar stand vor einer schrecklichen Wahl. Er konnte die Blutrache wählen. Er konnte seine Brüder und Cousins versammeln und Svens Hof bei Nacht angreifen. Aber er wusste, dass Svens Sippe größer und stärker war. Ein solcher Angriff würde wahrscheinlich in seiner eigenen Auslöschung enden. Oder er konnte den Weg des Gesetzes gehen. Er konnte den Fall vor das Thing bringen. Es war ein riskanter Weg. Er musste darauf vertrauen, dass die Macht des Gesetzes und die Stimme der Gemeinschaft stärker waren als die Macht eines einzelnen, rücksichtslosen Mannes. Nach einer langen, schlaflosen Nacht traf Einar seine Entscheidung. Er würde nicht zur Axt greifen. Noch nicht. Er würde zum Gesetz greifen. Er würde Sven vor das Thing laden und Gerechtigkeit fordern, für alle sichtbar unter dem wachsamen Auge der Götter und der freien Männer des Fjords. Der erste Schritt in einem langen und gefährlichen rechtlichen Kampf war getan. Einars Entscheidung, den Weg des Gesetzes zu gehen, setzte eine Kette von formalen, unveränderlichen Handlungen in Gang. Das Recht der Wikinger war ein Recht der Öffentlichkeit und des Rituals. Er konnte Sven nicht einfach auf dem Thing anklagen, er musste ihn formell und vor Zeugen laden. An einem kühlen Morgen, begleitet von seinem älteren Bruder Rolf und 2 angesehenen Nachbarn, machte sich Einar auf den Weg zu Svens Hof. Sie waren unbewaffnet, denn dies war eine rechtliche, keine militärische Handlung. Als sie sich dem großen Langhaus näherten, trat Sven, umgeben von einem Dutzend seiner kräftigen Housecarls, heraus. Ein spöttisches Lächeln spielte auf seinen Lippen. Einar trat vor, sein Herz schlug ihm bis zum Hals, aber seine Stimme war fest. Er hob die Hand und sprach die formelle Ladung, Stefna, eine auswendig gelernte Formel, die über Generationen weitergegeben wurde. Sven, Sohn des Orm, ich, Einar, Sohn des Thors, lade dich vor das kommende Thing am Hügel von Haugating. Ich klage dich an, den Bach, der zwischen unseren Ländern fließt, widerrechtlich aufgestaut und mein Heufeld unter Wasser gesetzt zu haben. Ich fordere Gerechtigkeit nach dem Gesetz des Landes und den Urteilen der freien Männer. Rolf, mein Bruder und diese guten Männer, Ketill und Bjarni, sind meine Zeugen. Sven lachte, ein kurzes, bellendes Geräusch. Du verschwendest deine Zeit, Einar. Die Fliegen auf meinem Mist sind zahlreicher als die Männer, die für dich sprechen werden. Aber geh nur zum Thing. Ich werde da sein und zusehen, wie du dich zum Narren machst. Obwohl seine Worte verächtlich waren, hatte Sven die Ladung nicht zurückgewiesen. Er konnte es nicht, ohne sich sofort ins Unrecht zu setzen. Der erste, entscheidende Schritt war getan. Die Maschinerie des Gesetzes war in Bewegung gesetzt worden. Die Reise und die Versammlung. Ein Volk kommt zusammen. In den Wochen vor dem Thing herrschte im ganzen Fjord eine geschäftige Betriebsamkeit. Die Versammlung war das gesellschaftliche Ereignis des Jahres. Familien packten ihre besten Kleider, Zelte und Handelswaren ein. Von den entlegensten Höfen und den kleinsten Fischerdörfern machten sich die Menschen auf den Weg zum Tingstedt, dem heiligen Versammlungsplatz von Haugating. Einar und seine Sippe reisten mit dem Boot. Als sie sich dem Tingstedt näherten,
bot sich ihnen ein beeindruckender Anblick. Die große Wiese am Fuße des Tsing-Hügels hatte sich in ein riesiges, pulsierendes Zeltlager verwandelt. Hier wurde Handel getrieben, Pelze aus dem Norden wurden gegen Wolle aus dem Süden getauscht, fränkische Schwerter gegen norwegischen Speckstein. Schmiede hatten ihre mobilen Essen aufgebaut und das rhythmische Hämmern auf Metall hallte durch die Luft. Junge Männer maßen ihre Kräfte im Ringen, Glima oder bei Wurfspielen. Ihre lauten Zurufe mischten sich mit dem Wiehern der Pferde und dem Blöken der Schafe. Dies war der Ort, an dem Nachrichten ausgetauscht, politische Allianzen geschmiedet und Ehen arrangiert wurden. Doch über allem schwebte der eigentliche Zweck der Versammlung. In den Gesprächen an den Lagerfeuern wurde geflüstert über Erbstreitigkeiten, über ungesühnte Morde und über den Fall von Einar Thorson gegen Sven den Gefräßigen. Einar verbrachte die Tage damit, Unterstützung zu suchen, mit anderen freien Bauern zu sprechen und sie an alte Gefälligkeiten und Blutsbande zu erinnern. Er wusste, dass die Wahrheit seiner Anklage allein nicht ausreichen würde. Er brauchte die Stimmen der Gemeinschaft. Die Eröffnung des Things, der heilige Friede. Am festgesetzten Tag ertönte ein langes, dröhnendes Hornsignal vom Gipfel des Thing-Hügels. Die geschäftige Menge verstummte. Die Zeit für Handel und Vergnügen war vorbei. Die Zeit des Gesetzes hatte begonnen. Die freien Männer, die Karls, bestiegen den Hügel und versammelten sich innerhalb des heiligen Steinkreises. In die Mitte trat Olaf, der Gesetzessprecher, Lökse Gumadur. Er war ein alter Mann, dessen Gesicht so zerfurcht war wie die Rinde einer alten Eiche. Er stieg auf den Lökberg, den Gesetzesfelsen, einen großen, flachen Stein in der Mitte des Kreises. Seine Aufgabe war es, das Thing zu heiligen. »Ich erkläre das Thing von Haugarting für eröffnet«, rief er mit einer Stimme, die überraschend kräftig war. Innerhalb dieses Kreises herrscht der heilige Friede, das Grid. Wer hier eine Waffe in Wut erhebt, wer einen Mann schlägt oder Blut vergießt, der sei ein Wolf an heiligen Stätten, ein Geächteter, den jeder jagen und töten darf. So lautet das Gesetz. Dann begann er mit seiner wichtigsten Aufgabe, der Rezitation der Gesetze. Mit geschlossenen Augen, als würde er die Worte aus den Tiefen der Zeit selbst schöpfen, trug er einen Teil des mündlich überlieferten Gesetzeskodex vor. Er sprach von den Rechten freier Männer, von den Pflichten der Sippe, von den Bußen für gestohlenes Vieh und den Regeln für den Landbesitz. Seine Stimme war hypnotisch, ein lebendiges Band, das die Anwesenden mit den Traditionen ihrer Vorväter verband. Der Prozess, Worte als Waffen. Nach der Gesetzesrezitation wurden die Fälle aufgerufen. Als der Name Einar Thorsons fiel, trat dieser mit seiner Sippe in die Mitte des Kreises. Auf der anderen Seite positionierte sich Sven, umgeben von seinen eigenen, zahlreicheren und bedrohlicher wirkenden Verwandten und Verbündeten. Einar begann. Geleitet von seinem Bruder Rolf, der als erfahrener Thing-Gänger galt, trug er seine Anklage vor, wobei er peinlich genau auf die korrekte, formelhafte Wortwahl achtete. Jeder Fehler, jede Abweichung von der traditionellen Formel konnte seinen Fall ungültig machen. Er beschrieb den Damm, das überflutete Feld, den verlorenen Ertrag und rief seine Zeugen auf, die seine Aussage bestätigten. Dann war Sven an der Reihe. Er bestritt die Anklage nicht direkt, sondern versuchte, sie ins Lächerliche zu ziehen. Der Bach hat seinen Lauf geändert, wie es Bäche nun einmal tun, sagte er mit einem überheblichen Grinsen. Soll ich den Göttern befehlen, den Regen zu stoppen, weil Einars Feld zu nass ist? Seine Zeugen sind seine eigenen Vettern. Würdet ihr dem Wolf glauben, wenn er schwört, das Lamm habe ihn zuerst gebissen? Seine Männer lachten laut und zustimmend. Der Höhepunkt, der Eid am heiligen Ring. Da Aussage gegen Aussage stand und die Zeugen beider Seiten parteiisch waren, kam der Prozess an seinen entscheidenden Punkt, den Eid. In der Mitte des Kreises stand ein kleiner Altarstein. Darauf lag ein schwerer, silberner Armreif, der Bauger, der heiligste Gegenstand des Things.
Er war alt und glänzte dunkel vom Blut unzähliger Opfertiere, die über ihm geweiht worden waren. Olaf, der Gesetzessprecher, trat vor. Das Gesetz verlangt einen Eid, um die Wahrheit zu finden. Einar trat als erster an den Altar. Sein Gesicht war blass, aber seine Hand war ruhig, als er sie auf den eiskalten Ring legte. Er blickte nicht zu Sven, sondern in den Himmel. Mit lauter, klarer Stimme schwor er den heiligsten aller Eide: Ich schwöre bei Odin, Thor und Freyr und bei allen Göttern in Asgard, dass meine Anklage gegen Sven Ormsson wahr ist. Wenn ich lüge, sollen die Götter mich verfluchen. Mein Hof soll brennen und meine Sippe soll ohne Ehre zugrunde gehen. Nach ihm traten seine Zeugen vor und schworen ebenfalls, dass sie die Wahrheit gesprochen hatten. Die Stille auf dem Thing-Hügel war fast greifbar. Ein falscher Eid, ein Meineider, war das schlimmste Verbrechen, das man sich vorstellen konnte. Ein direkter Affront gegen die Götter, der unweigerlich übernatürliche Rache nach sich zog. Nun war Sven an der Reihe. Er trat an den Altar. Sein Gesicht war eine undurchdringliche Maske. Doch als seine Hand sich dem Ring näherte, bemerkten die Umstehenden ein kaum merkliches Zögern. Für den Bruchteil einer Sekunde zuckte seine Hand zurück, bevor er sie fest auf das kalte Silber presste. Er wiederholte den Eid, seine Stimme war fest, aber einige der älteren Männer meinten, einen Hauch von Unsicherheit darin zu hören. Seine wichtigsten Unterstützer schworen ebenfalls, seine Unschuld zu bezeugen. Der Spruch des Gesetzessprechers: Die Eide waren geleistet. Nun war es an Olaf, dem Gesetzessprecher, das Gesetz zu deuten. Er stieg erneut auf den Gesetzesfelsen. Er war immer noch nicht der Richter, sondern der Ratgeber der Versammlung. Die Anklage lautet auf Zerstörung von Eigentum durch das Umleiten von Wasser, begann er. Die Verteidigung bestreitet die Absicht. Eide wurden von beiden Seiten geschworen. Nun hört, was das Gesetz unserer Väter dazu sagt. Wenn ein Mann einen Bach staut oder einen Graben zieht, sodass das Wasser auf das Land eines anderen fließt und seine Saat oder sein Heu verdirbt, so ist der Mann, der den Damm gebaut hat, verpflichtet, den Schaden vollständig zu ersetzen, Korn für Korn, Halm für Halm. Zusätzlich soll er eine Buße von 3 Mark Silber für den Bruch des Landfriedens zahlen. Dies ist das Gesetz. Er hatte gesprochen. Er hatte nicht gesagt, wer schuldig war. Er hatte nur den rechtlichen Rahmen dargelegt. Die Entscheidung lag nun bei den versammelten Männern. Ein tiefes Murmeln erhob sich, als die Bauern und Krieger untereinander berieten. Sie hatten die Anklage gehört, die Verteidigung, und sie hatten die Eide gesehen. Sie hatten das Zögern in Svens Hand bemerkt. Der Moment der Wahrheit war gekommen. Das Schicksal von Einar und Sven lag nun nicht mehr in ihren eigenen Händen, sondern in der kollektiven Weisheit und dem kollektiven Willen des Things. Als Olaf, der Gesetzessprecher, seine Rede beendet und das geltende Recht für den Fall dargelegt hatte, senkte sich eine schwere, erwartungsvolle Stille über den Thing-Hügel. Die Argumente waren ausgetauscht, die Eide geschworen. Nun lag es an der Versammlung der freien Männer, ihr Urteil zu fällen. Dies geschah nicht durch das Heben von Händen oder das Einwerfen von Stimmsteinen, sondern auf eine Weise, die der kriegerischen Natur dieses Volkes entsprach. Durch den Klang ihrer Waffen. Olaf hob seine Hand. Freie Männer des Fjords, ihr habt die Klage von Einar Thorsson und die Verteidigung von Sven Ormsson gehört. Ihr habt ihre Eide am Heiligen Ring gesehen. Nun sprecht das Gesetz. Wer glaubt, dass Einars Klage wahr und gerecht ist? Für einen Herzschlag lang geschah nichts. Dann, wie ein aufziehendes Gewitter, begann es. Zuerst waren es nur wenige, dann immer mehr. Die Männer, die Einar unterstützten, zogen ihre Schwerter und Äxte und schlugen mit den flachen Seiten der Klingen oder den Knäufen rhythmisch auf ihre Schilde. Ein tiefes, dröhnendes, metallisches Grollen erhob sich und erfüllte die Luft, ein unmissverständlicher Klang der Zustimmung, der von den umliegenden Felsen widerhallte. Es war der Klang der Gemeinschaft, die sich hinter einen der Iren stellte.
Olaf ließ dem Lärm Zeit, seine volle Wucht zu entfalten, dann hob er erneut die Hand. Das Dröhnen verebbte. Und wer glaubt, dass Svens Verteidigung wahr und gerecht ist? Die Stille, die nun folgte, war ohrenbetäubender als der Lärm zuvor. Nur eine kleine Gruppe von Svens engsten Verwandten und Verbündeten schlug halbherzig auf ihre Schilde. Ihr Geräusch war dünn und unsicher, ein klägliches Klappern im Angesicht des vorherigen Donners. Das Zögern bei Svens Eid hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Die Versammlung hatte gesprochen. Olaf blickte zu Sven, sein Gesicht war unbewegt. Das Ting hat geurteilt. Sven Ormsson, du bist schuldig. Du wirst Einar Thorsson den Wert seiner verlorenen Heuernte vollständig ersetzen. Zusätzlich wirst du eine Buße von 3 Mark Silber für den Bruch des Landfriedens zahlen. Du hast einen Mondzyklus Zeit, deine Schuld zu begleichen. Dies ist das Urteil des Tings. Das Gesetz wurde gesprochen. Die Durchsetzung des Rechts. Wenn das Urteil nicht ausreicht. Das Urteil war gefällt, aber die Geschichte war noch nicht zu Ende. Die größte Schwäche des Wikinger-Rechtssystems trat nun zutage. Das Ting besaß keine Polizei, keine Exekutivgewalt, die das Urteil hätte durchsetzen können. Das Urteil gab Einar nicht automatisch sein Geld. Es gab ihm das Recht, es sich zu holen. Es verwandelte seine persönliche Angelegenheit in eine von der Gemeinschaft sanktionierte Rechtshandlung. Einar wusste, dass ein stolzer und arroganter Mann wie Sven nicht einfach zahlen würde. Eine Woche nach dem Thing ging Einar, erneut begleitet von Zeugen, zu Svens Hof. Er forderte die Zahlung der Buße. Sven, dessen Ehre durch das öffentliche Urteil tief gekränkt war, lachte ihm ins Gesicht. »Hol es dir, wenn du ein Mann bist«, höhnte er. Damit hatte Sven seinen letzten Fehler begangen. Durch die Verweigerung der Zahlung hatte er sich selbst außerhalb des Gesetzes gestellt. Einar hatte nun das legale Recht, sich das zu nehmen, was ihm zustand. Er versammelte seine Sippe. Seine Brüder, Cousins und Nachbarn, die auf dem Thing für ihn gestimmt hatten, kamen mit Speeren und Äxten zu seinem Hof. Sie waren nun keine Räuberbande, sondern ein legales Vollstreckungsorgan. Im Morgengrauen umstellten sie Svens Hof. Es kam zu einem kurzen, heftigen Kampf, bei dem 2 von Svens Männern fielen. Aber angesichts der überwältigenden und nun legal sanktionierten Übermacht gab Sven auf. Einar und seine Männer taten, was das Gesetz erlaubte. Sie führten eine formelle Pfändung durch, ein Phenam. Sie nahmen nicht wahllos alles mit, sondern schätzten den Wert von Svens Vieh, seinem gelagerten Getreide und einigen Silbergegenständen, bis die Summe der Entschädigung und der Buße exakt erreicht war. Dann zogen sie sich zurück. Die Ehre war wiederhergestellt. Das Gleichgewicht war wiederhergestellt. Der Fall war abgeschlossen. Durch das Thing wurde eine potenziell generationenlange Blutrache in einen begrenzten geregelten Akt der Gewalt umgewandelt und beendet. Hätte Sven jedoch ein schwereres Verbrechen begangen, hätte er bei dem Überfall einen von Einars Männern getötet, einen Meineid geschworen oder den heiligen Frieden auf dem Thing gebrochen, hätte eine Silberbuße nicht ausgereicht. Für solche Verbrechen kannte das Wikingerrecht eine Strafe, die viele für schlimmer als den Tod hielten: die Ächtung, Skogganger. Ein Geächteter war im Wesentlichen rechtlos, eine zum sozialen Tod verurteilte Person. Es gab 2 Stufen der Ächtung: die geringere Ächtung, Fjörbaungsgarde. Diese wurde für weniger schwere Verbrechen verhängt und war meist auf 3 Jahre begrenzt. Der Verurteilte verlor seinen gesamten Besitz und musste das Land verlassen. Seine Familie durfte ihm helfen, das Land zu verlassen. Wenn er es schaffte, 3 Jahre im Exil zu überleben, ohne weiteres Unrecht zu begehen, konnte er zurückkehren und seine Rechte als freier Mann wiedererlangen. Die volle Ächtung, Skogganger. Dies war die ultimative Strafe. Der Mann wurde zu einem Vargr i Veum erklärt, einem Wolf an heiligen Stätten. Er war vogelfrei.
Jeder konnte ihn auf der Stelle töten, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Sein Tod war keine Straftat. Sein Eigentum wurde konfisziert und unter dem König, dem Ankläger und der Gemeinschaft aufgeteilt. Seine Frau wurde zur Witwe erklärt, seine Kinder zu Waisen. Niemand, nicht einmal seine eigene Familie, durfte ihm unter Androhung der eigenen Ächtung Nahrung, Obdach oder Hilfe gewähren. Er war gezwungen, in die Wälder und die Wildnis zu fliehen, gejagt wie ein Tier, für immer von der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen. Es war ein Schicksal, das einen langsamen, einsamen und ehrlosen Tod bedeutete. Die Wikinger waren ein pragmatisches Volk und ihre Strafen zielten meist auf Entschädigung oder sozialen Ausschluss ab. Doch die Sagas und Legenden berichten auch von weitaus grausameren und sadistischeren Strafen, die für die abscheulichsten Verbrechen reserviert waren. Der Blutadler Blodörn, die berüchtigtste und umstrittenste aller Strafen. Die Sagas beschreiben sie als eine extreme Form der Rache, die an besonders verhassten Feinden, oft an Mördern des eigenen Vaters, vollzogen wurde. Dem Opfer wurden bei lebendigem Leib die Rippen von der Wirbelsäule getrennt und nach außen gebogen, um blutige Flügel zu formen. Anschließend wurden die Lungen herausgezogen und über die Flügel gelegt. Es ist extrem wichtig zu verstehen, dass Historiker stark bezweifeln, dass dieses Ritual jemals in dieser Form praktiziert wurde. Es gibt keine zeitgenössischen Berichte oder archäologischen Beweise dafür. Die Beschreibungen stammen aus späteren, oft christlichen Quellen oder aus poetischen Umschreibungen in den Sagas, die möglicherweise falsch interpretiert wurden. Der Blutadler ist wahrscheinlich eher ein literarisches Schreckensbild als eine historische Realität, ein Symbol für die ultimative heidnische Grausamkeit. Das Gottesurteil, Jan Burda. Wenn die Beweislage unklar war und selbst Eide keine Klarheit brachten, konnte man die Götter selbst um ein Urteil bitten. Eine gängige Form war die Probe des heißen Eisens. Der Angeklagte musste ein glühendes Stück Eisen über eine festgelegte Distanz tragen. Seine Hand wurde danach für 3 Tage verbunden und versiegelt. Wenn die Wunde nach Ablauf der Frist sauber und ohne Eiter verheilte, galt dies als Zeichen der Götter, dass er unschuldig war. Eine entzündete, eiternde Wunde war der Beweis seiner Schuld. Aus moderner Sicht mag dies willkürlich erscheinen, doch für die Wikinger war es ein Weg, einen unlösbaren Konflikt zu einem endgültigen Abschluss zu bringen und den sozialen Frieden wiederherzustellen. Strafen für Sklaven, Thralls. Es ist entscheidend zu verstehen, dass das Gesetz des Things nur für freie Männer und Frauen galt. Sklaven, die Thralls, hatten praktisch keine Rechte. Sie waren Eigentum. Ein Herr konnte seinen Sklaven für ein Vergehen oder aus einer Laune heraus brutal auspeitschen, verstümmeln oder töten, ohne dafür vor dem Thing Rechenschaft ablegen zu müssen. Die Grausamkeit gegenüber Unfreien war ein alltäglicher und unregulierter Teil dieser Gesellschaft. Die Geschichte von Einar und Sven endete mit der Wiederherstellung der Ordnung. Sven, gedemütigt und ärmer, hatte eine Lektion über die Grenzen der Macht gelernt. Einar, dessen Ehre wiederhergestellt war, hatte bewiesen, dass das Gesetz auch den einfachen Mann schützen konnte, wenn er den Mut hatte, es anzurufen und die Unterstützung der Gemeinschaft zu gewinnen. Das Rechtssystem der Wikinger war ein Spiegelbild ihrer Kultur. Es war komplex, ritualisiert, zutiefst auf Ehre und Gemeinschaft ausgerichtet, aber letztendlich auf die Bereitschaft und die Fähigkeit des Einzelnen und seiner Sippe angewiesen, das Recht mit Gewalt durchzusetzen. Es war kein System, das Gewalt verhinderte, sondern eines, das sie kanalisierte und in geordnete, vorhersagbare Bahnen lenkte. Die wahre Stärke der Wikinger lag nicht nur in der Schärfe ihrer Äxte oder der Geschwindigkeit ihrer Schiffe, sondern in diesem unsichtbaren, aber unzerbrechlichen Geflecht aus Gesetzen und Traditionen. Das Thing war ihr stärkster Schild, eine Waffe gegen das Chaos, die es ihnen ermöglichte, eine stabile Gesellschaft aufzubauen, die in der Lage war, die Welt zu erobern. Es war das Gesetz,
nicht die Gesetzlosigkeit, das Fundament ihres Zeitalters bildete.